Unglaublich, wie Clair Obscur Expedition 33 die Gaming-Welt im Sturm erobert hat. Es ist ein Meisterwerk und ein Wunder zugleich. Aber rundenbasierte Kämpfe? Ich? Niemals! Was Sean Connery mit James Bond schon 1983 nicht gelang, gelingt mir 2025 natürlich auch nicht mit Clair Obscur. Sag niemals nie. Wie soll man auch an dieses Game vorbeikommen? Mit so einem wunderschönen Artstyle, dieser ungewöhnlichen Story und der großartigen Musik. Mein Gamerherz schrie ja, aber mein Kopf sagte, Moment mal, rundenbasiert? Kann das gut gehen? Und genau darüber möchte ich mit euch in diesem Video reden. Warum macht mir als jahrzehntelanger Totalverweigerer das rundenbasierte Kampfsystem in Clair Obscur nur so viel Spaß? Seit den 1990ern spiele ich nun Videospiele und ich habe erst ein Game mit einem rundenbasierten Kampfsystem gespielt. Es war nichts Geringeres als das Meisterwerk Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 Ende der 90er Jahre. Und es war das erste und bis Clair Obscur lange Zeit auch das letzte gewesen. Anfangs war ich total verliebt in Final Fantasy VII. Aber mit der Zeit haben mich die zufälligen Kämpfe echt zermürbt. Zum Schluss war ich so genervt, dass ich mir sagte, nie wieder. Ich müsste ungefähr 17 Jahre alt gewesen sein und wie ihr euch denken könnt, habe ich auch wie ein Teenager gespielt. Hochmotiviert, kopflos. Heute weiß ich, auch bestätigt durch Clair Obscur, dass ich noch nicht die nötige Reife hatte für diese Art Spiel. Circa 25 Jahre später habe ich endlich die Vorteile eines rundenbasierten Kampfsystems für mich erkannt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Echtzeit-Kampfmechaniken wie Parieren, Ausweichen, Springen und Schießen mir den Einstieg schmackhaft gemacht haben. Das stimmt zwar, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn relativ schnell, nach ungefähr 3-4 Kämpfen, waren es andere Eigenschaften, die ich viel mehr schätzen gelernt hatte. Was mich an Final Fantasy VII sehr gestört hatte, waren die zufallsbasierten Kämpfe. Du rennst dort durch eine Welt und triffst zufällig auf Gegner, die dir nie auf der Map angezeigt wurden. Bei Clair Obscur ist das nicht der Fall. Die Standardgegner werden dir immer angezeigt, womit ich jederzeit die Wahl hatte, zu kämpfen oder dem Kampf auszuweichen. Zu meiner anfänglichen Überraschung stimmte die Anzahl der Gegner im Kampf selten mit der Anzahl in der Welt überein. Es war häufig der Fall, dass 1 oder 2 weitere hinzukamen. Genial finde ich die Möglichkeit, einen Erstangriff in der Welt auszulösen, um somit eine fast 100%ige Chance für einen Erstangriff im Kampf zu ermöglichen. Das funktioniert nicht bei allen Gegnern, vor allem Bosse attackieren dich fast immer zuerst. Was ich aber am meisten zu schätzen gelernt habe, ist, wenn ich an der Reihe war, genug Zeit zu haben, um zu überlegen, welchen Angriff ich ausführen möchte. So unendlich viel Zeit ist purer Luxus, wenn man die meiste Zeit seines Gamer-Daseins in Echtzeitkämpfe verbracht hat. Es sei denn, wir haben irgendwo einen Cheese-Spot gefunden. Wie bei einem Schachspiel kann ich die Angriffe mit ein bisschen mehr Gehirnschmalz als sonst planen und mit anderen Angriffen meines Dreiertrupps kombinieren. Das Herausfinden der Schwächen bei den Gegnern, um den maximalen Schaden zu machen, ist ebenfalls ein Riesenspaß. Ich finde es so motivierend, eine hohe Schadenszahl als Belohnung für meine Taktik als Resultat zu sehen. Bei einem Echtzeit-Kampfsystem sind die Angriffe in der Regel auf die vorhandenen Buttons des Controllers begrenzt. Im rundenbasierten System von Clair Obscur ist eure Auswahl im Kampf alles andere als begrenzt. 6 Spezialattacken plus 1 Standardangriff bieten euch reichlich taktische Möglichkeiten. Die Spezialattacken kann ich durch Leveln freischalten und lassen sich im Charaktermenü zuweisen. Das war für mich anfangs enorm viel und teilweise auch überfordernd, aber durch Ausprobieren und viele Kämpfe später wurde es besser. Nach wie vor habe ich immer noch das Gefühl, dass ich nicht genau weiß, was ich da mache, aber es macht Spaß und ich komme voran. Sobald eure Expedition wächst und ihr mehr als 3 Mitglieder in der Truppe habt, eröffnet sich eine krasse strategische Option. Der Reservetrupp. Stellt euch vor, eure Hauptgruppe beißt ins Gras. Game over? Nicht bei Clair Obscur. Dann kommt eure zweite Chance ins Spiel. Und ihr könnt mit den restlichen Mitgliedern der Expedition weitermachen. Das kann im Ernstfall auch mal nur ein einzelner tapferer Recke sein. Das Spiel hält euch also immer so lange wie möglich im Rennen, selbst wenn es mal brenzlig wird. Sprach ich von genug Zeit in den Kämpfen? Nicht, wenn wir angegriffen werden. Anders als in Final Fantasy VII müssen wir in Clair Obscur nicht tatenlos zusehen, wie unsere Charaktere eins auf die Mütze bekommen. Wir können in Echtzeit den Gegnerattacken ausweichen, parieren oder springen. Es verleiht dem Ganzen eine gewisse Würze,
Aber es ist auch wirklich stressig, zum richtigen Zeitpunkt eine der Aktionen auszuführen. Diesen Stress kenne ich so nur aus Souls-Likes. Auf der einen Seite hebt es die Spannung in den Kämpfen, auf der anderen Seite kann es sehr frustrierend sein, wenn es nicht klappt. Wie bei einem Souls-Like müssen wir Angriffsmuster einstudieren, um zur rechten Zeit mit Ausweichen, einer Parade oder einem Sprung zu reagieren. Das Springen empfinde ich noch am einfachsten, da dieser mit einem Zeichen und Signalton angekündigt wird. Am schwierigsten, aber belohnendsten ist das Parieren mit einem darauf folgenden, ordentlich Schaden machenden Konter. Es gibt tatsächlich Bosse im Spiel, die wir nur besiegen können durch Parieren. Bei einem Boss zum Beispiel musste ich mir unter anderem eine 6-fache Schlagabfolge merken, um einen Konter auszuführen. Wehe, wenn nur ein einziger Schlag nicht pariert wird, dann war's das mit dem Kontern. Auch das Schießen auf den jeweiligen Gegner geschieht in Echtzeit und ist eine weitere willkommene Abwechslung. Vor allem, weil wir danach noch eine Attacke ausführen können. Das Spiel bietet euch hierbei jede Menge taktische Kniffe. Verpasst euren Gegner Feuerschaden, schwächt ihre Verteidigung oder markiert sie für massive Bonusschäden. Egal ob mit Spezial- oder eurem Standardangriff. Die Gegnervielfalt ist wirklich hoch und ausnahmslos wahnsinnig kreativ umgesetzt worden. Generell habe ich festgestellt, dass die Gegner aus der Hauptkampagne gut machbar sind. Abseits davon warten die richtigen Herausforderungen und das liebe und hasse ich zugleich. Taktisch war ich manchmal echt aufgeschmissen. Ohne eine kurze Online-Recherche ging da nichts. Ich sehe das so. Wenn ich jemand bin, der gerne herausfordernde Bosskämpfe absolviert, dann habe ich die Möglichkeit dazu. Wenn ich das nicht so mag, habe ich immerhin die Möglichkeit, es nicht tun zu müssen oder kann zu einem späteren Zeitpunkt vollkommen overpowered die Sache angehen. Diese Wahl zu haben, ist eine Erleichterung. Natürlich könnte ich noch über andere Dinge schwärmen, die Clair Obscur so unglaublich machen, wie zum Beispiel die Dialoge, die Charaktere, die Musik, der Humor, die Dramatik und so weiter und so fort. Aber für mich ganz persönlich hat Clair Obscur eine lange verschlossene Tür zum rundenbasierten Kampfsystem wieder geöffnet. Falls ihr in einem ähnlichen Dilemma steckt und noch zögert, weil euch das rundenbasierte Kampfsystem abschreckt, kann ich anhand meiner positiven Erfahrung Folgendes behaupten. Es lohnt sich für Clair Obscur Expedition 33 eine Ausnahme zu machen. Was denkt ihr? Ist Clair Obscur Expedition 33 das vielgepriesene Meisterwerk? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und teilt es gerne mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.